Man denkt bei dem Begriff Medienkultur erst natürlich an die klassischen Medien, aber das ist in diesem Studiengang eigentlich nicht der Fall, sondern man analysiert oder betrachtet unterschiedliche Gegenstände oder Artefakte, vielleicht auch als Medien. Also wir fassen hier in Weimar den Medienbegriff sehr weit und das ist auch sehr schön. Wir sind eigentlich ein eher philosophischer Studiengang. Aber da muss man sich nicht unbedingt dran richten. Man kann auch in die Medienökonomie beispielsweise reingehen, die sich dann mit Medienmanagement und mit Medienmärkten und Ökonomie beschäftigt. Also man muss in diesem Studium wirklich sehr viel lesen. Durch das Lesen eignet man sich natürlich das meiste Wissen an und natürlich gehört das Schreiben auch dazu. Also man schreibt viele Hausarbeiten und Essays, aber das ist sozusagen unser Werkzeug, unsere kreative Aufgabe in dem Studiengang, Informationen, die wir durch das Lesen erlangen und eventuell auch die vergleichbaren Theorien in vielleicht aktuelle Diskurse umzusetzen und diese kreativ zu verschriftlichen in Essays oder Hausarbeiten. Eigentlich sollte man diese Frage Geisteswissenschaftler nie stellen, weil dieser Studiengang so viele Möglichkeiten in sich birgt für die spätere Berufswahl. Natürlich kann man in Medienunternehmen nachher einsteigen und sich dort Berufsfelder raussuchen, aber das ist überhaupt nicht zwanghaft festgelegt, sondern man lernt in diesem Studium eigentlich sehr viele Sachen für sich und man hat irgendwie auch das Gefühl, dass man durch dieses Studium vielleicht die Welt auch ein bisschen besser versteht und diese ganzen kulturwissenschaftlichen und medienwissenschaftlichen Prozesse, die wir eigentlich ja in unserer Gesellschaft und auch auf dieser Welt haben, zu begreifen und diese auf das Alltagsleben irgendwie anzuwenden. Und das ist irgendwie auch das Schöne, dass man durch die verschiedenen Fachbereiche, Kulturwissenschaften, Medienwissenschaften und Medienökonomie, sich seine Schwerpunkte raussucht und eventuell dort später im Master eventuell auch ansetzt und sich dann eventuell auch das passende Berufsfeld sucht. Aber im Endeffekt ist es nicht fest zugeschnitten auf ein Berufsfeld, sondern schön offen und so. Es ist eigentlich auch ganz angenehm. Auf die Bauhaus-Universität Weimar bin ich gekommen durch meine Online-Recherche, als ich nach Universitäten geguckt habe, wo ich eventuell studieren möchte. Und generell hat mir das hier sehr gut gefallen, dass hier unterschiedliche Disziplinen zusammengeführt werden, dass man sich auch hier selbst verwirklichen kann in Werkstätten oder auch in anderen Kursen. Natürlich auch Weimar als eine sehr kulturträchtige Stadt und hier das Studierendenleben natürlich auch sehr intensiv ist und eine kleinere Stadt ist und nicht so groß ist wie die anderen Studienmetropolen sein, das heißt Berlin oder Hamburg. Und ich wollte generell eher in eine kleinere Stadt, um halt auch vielleicht dieses Familiäre irgendwie zu haben. Da gibt es beispielsweise die Port, das ist ein studentisches Magazin, das die besten Arbeiten von Studierenden auszeichnet, den Tonraum beispielsweise der Clubkultur in Weimar auseinandersetzt oder die EJect, eine Zeitschrift für die Medienkultur beispielsweise. Und davon gibt es sehr viele Initiativen, die sich in verschiedene Bereiche, gesellschaftspolitisch auch, engagieren und geben natürlich den Rahmen oder die Möglichkeit für Studierende, sich dort in ihrer Freizeit kreativ auszulassen und dort vielleicht auch das Praktische zu suchen, weil das beispielsweise in der Medienkultur ja eigentlich ein theoretischer Studiengang ist und dort die Möglichkeit ist, sein Wissen und seine Kompetenzen irgendwie anzuwenden und zu zeigen, genau. Was Weimar auf jeden Fall aufzeichnet, ist natürlich auch die Wohnkultur, also dass man mit WGs, also zum größten Teil wohnen hier die Studierenden in WGs und dass man natürlich auch mit unterschiedlichen Menschen zusammenwohnt. Ich beispielsweise wohne mit einer Produktdesignerin und einem visuellen Kommunikationsdesigner zusammen und das ist immer das Schöne, wenn man abends gemeinsam zusammensitzt und über seinen Tag redet und gemeinsam kocht und vielleicht in den Park geht und vielleicht gemeinsam auch in eine Kneipe geht und auch dadurch neue Leute kennenlernt und auch so ein bisschen Abwechslung hat und nicht in seiner Blase bleibt. Und ja, Weimar eignet sich zum Wohnen wirklich gut, also ist natürlich im Gegensatz zu anderen Städten oder Großstädten natürlich sehr günstig, da es ja auch eine kleinere Stadt ist. Und
zeichnet sich natürlich durch schöne Architektur aus, also sehr viele Jugendstilgebäude und Gebäude aus dem Klassizismus. Und ich würde schon sagen, dass Weimar sehr schöne Häuser und sehr schöne Wohnungen hat, auf jeden Fall.